Der Transfer-Doppelschlag ist perfekt. Denn auch Kande Diarra wird zum FCM wechseln und dementsprechend werden zwei Spieler aus der französischen Liga geholt. Einmal aus der zweiten französischen Liga und aus der ersten französischen Liga. Ja, der FCM versteckt sich mal wieder. Der Spieler reist bereits heute an nach Magdeburg. Wir hatten das ja schon mit Grib, der gestern nach Magdeburg gereist ist. Dementsprechend wissen wir jetzt schon, im Endeffekt, heute wird Grib vorgestellt, beziehungsweise wurde vorgestellt. Und morgen wird Candidera vorgestellt. Mal schauen, was da kommt. Dementsprechend, wie gesagt, ich habe damit schon gestern gerechnet, eigentlich, dass Grib vorgestellt wird. Der wird dann aber einfach heute vorgestellt. Keine Ahnung, was das Medienteam da grundsätzlich beruflich macht. Aber ja, so ist das nun mal. Ja, Candidera ist ein interessanter Spieler, würde ich mal sagen. Ich habe eigentlich gedacht, dass es nach Grib erstmal reicht mit Flügelspielern, aber scheinbar ist es nicht der Fall. Damit haben wir dann aber auch definitiv genug Breite in den Flügeln und viele reden auch sehr, sehr positiv über ihn. Er hat zum Beispiel einer geschrieben, ich schwöre, mein Freund, dieser Typ hat echtes Potenzial, hat es bei uns aber nicht geschafft durchzubrechen. Er wird sicher viele Tore für euch schießen. Also dementsprechend auch ein Spieler, bei dem oft gesagt wurde, dass es schade war, dass man in die erste aufgestiegen ist, denn er hätte wirklich in der zweiten halt aufblühen können im Endeffekt. Also ein sehr, sehr interessanter Kandidat für den FCM. Und sowas hatten wir schon öfters. Talente, die es nicht durchgeschafft haben, zu uns geholt und die sind meistens aufgeblüht. Das war unser typisches Transferschema. Ja, Canet Diawara ist tatsächlich 25 Jahre alt schon. Er wird nicht nach Le Havre zurückkehren, das ist jetzt auch klar. Und die Einigung ist auch definitiv schon erzielt. Wir können hier sagen, dass es die Transfersumme ist unbekannt, wenn es überhaupt eine Transfersumme gibt. Es hört sich sehr danach an, dass es keine Transfersumme gibt. Das heißt, dass er kostenlos wechselt, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat. Aber es Bonis plus Prozente bei Weiterverkauf gibt. Basierend auf Aufstieg sollen diese sein und auf Einsatzzeit. Was hier natürlich komisch klingt, Aufstieg. Man wird bestimmt letztes Jahr geguckt haben, okay, wo ist der FCM gelandet? Sehr weit oben. Schaffen sie dieses Jahr wieder direkt den Aufstiegskampf? Mal schauen. Sie haben sich den Kader angeguckt, gesehen, okay, sieht interessant aus. Dementsprechend haben sie halt den Aufstiegsbonis verpackt oder so. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht steigen wir auch auf einmal auf, niemand weiß es. Der Medizincheck ist auch auf Mittwoch angesetzt, dementsprechend mal schauen, was da alles passiert dann noch. Seine Statistiken sehen aktuell eher mager aus. Wie gesagt, erste französische Liga ist ein ganz anderes Brett als die erste. Schüsse hat er kaum, Tore hat er kaum. Allgemein etwas magere Statistik. Um aber nochmal ganz in die anderen Statistiken reinzugucken, wie sein Transfermarktprofil ist und so weiter, würde ich hier direkt mal reingehen. Ja, hier haben wir Kande Diawara, einen französischen Spieler eigentlich grundsätzlich, aber spielt aktuell für Guinea. Hat er auch französische U18-Spieler. Das finde ich vor allem interessant, denn meistens diese Spieler verfügen über riesiges Potenzial, weil wenn du es in die U18 von Frankreich schaffst, dann hast du eigentlich was drauf im Normalfall. Ja, für mich auch wie gesagt krasseste Jugend, die es eigentlich so gibt weltweit. Frankreich ist einfach unglaublich, was sie alles ausbilden, haben da aber auch relativ viel Spielerpotenzial im Gegensatz zu Deutschland beispielsweise. Ja, wird von seiner Familie beraten, auch das finde ich immer sehr, sehr gut, weil die da nicht nur auf das Geld aus sind, dementsprechend, ja. Gleiches geht ja auch bei Florian Wirtz, hat hier eine lange Transferhistorie, wurde nie eigentlich wirklich glücklich, war dann bei VfC und jetzt wieder bei Le Havre, wird er aber definitiv nicht mehr da sein. Wir gucken einfach nur mal auf die Statistiken der letzten Saison. Wie gesagt, sind alles immer relativ mager gewesen. Letzte Saison in der Ligue 2 gespielt, ähnlich wie Ryan Grieb. Ryan Grieb hat nochmal ein bisschen bessere Statistiken, ist hier aber auch sehr flexibel einsetzbar, hat einmal hängende Spitze, MS gespielt, links außen und rechts außen. Oft spielt er eigentlich rechts außen, hat die letzte Saison aber eher spielt eigentlich links außen, hat eigentlich eher rechts außen gespielt. So passt das. Wie gesagt, 31 Spiele, 6 Scorer. Ist halt ein Ersatz für Amici, denke ich mal, grundsätzlich. Wenn wir uns das dann angucken in unserem Kader, werden wir das auch erkennen, klar. Wie gesagt, mit Ryan Grieb, Noah Pesch,
Diawara hast du jetzt die Flügelspieler, die du brauchst. Zudem hast du eigentlich im Endeffekt auch einen Neuzugang mit Bars, der komplett jetzt neu ins Spiel integriert sein wird. Da muss man schauen, was dann passiert im Endeffekt. Und dann werden wir bestimmt auch einige interessante Sachen herausfinden. Was denn auch jetzt geplant sein wird mit Diawara, wird, denke ich mal, meiner Meinung nach definitiv ein Joker sein. Alles andere wäre komisch. Ist so ein ähnlicher Transfer wie damals Samuel Lurik. Aber auch der ist auf einmal komplett aufgeblüht und wäre für mich ganz klar Startelf-Kandidat, wenn er fit sein würde. Aber ja, auch da ist es leider immer so eine Sache. Ich denke mal, wir wollen hier nochmal in die Highlights reinschauen von Kande Diawara. Und dann war es das auch schon heute wieder. Wie gesagt, er wird sehr wahrscheinlich morgen vorgestellt. So, da sind wir auch schon drin. Ich mache die Facecam etwas kleiner, damit ihr alles lesen könnt. Und ja, Kande Diawara, das sind die Saison-Highlights aus der Saison 22, 23, nur um das ganz kurz klarzustellen. Was etwas Neueres gibt es hier nämlich nicht. Wir versuchen einfach seine Laufwege zu erkennen, dementsprechend die zu analysieren. Das hier, was wir hier sehen, ist schon sehr, sehr interessant. Gucken wir uns den Laufweg an. Der macht es natürlich da richtig gut, hat unglaublich viel Tempo, dementsprechend auch. Läuft den einen an, obwohl er schon kurz davor ist hinzufallen. Auch das finde ich sehr, sehr interessant, denn das macht unglaublich dieses Spiel aus. Erinnert mich so an Christian Conte bzw. Charlotte Conte von Braunschweig und von Heidenheim. Auch ein Ex-Spieler von uns, Charlotte Conte. Wir wissen das ganz genau. Unglaublicher Lauf, muss man auch hier sagen. Gefällt mir richtig gut. So ein Spieler fehlt einfach im Fiedler-System. Auch ein Spieler, den kann man vergleichen vielleicht mit Ito, der dann nochmal so 70 Minuten kommt und den einen oder anderen Gegner dann austribbelt. Wenn man ihn richtig einsetzt, kann er eine richtige Granate sein. Und dann gehen wir hier direkt zum nächsten Tor. Nimmt hier den einen Spieler wieder aus, ein kurzer. Es ist halt der einfache Fußball, der uns halt fehlt, und sieht halt richtig gut aus, wenn wir uns das hier angucken. Er nimmt den Ball dann einfach ganz locker nach unten, sieht da, er kann schnell vorbeiziehen und dann einmal mal der Abschluss, und das brauchen wir auch hier bei uns, ganz klar. Da fehlt uns einiges noch, was dann im Endeffekt der gewisse Abschluss ist. Wie gesagt, auch hier ein lockerer Abschluss, satter Abschluss, das brauchen wir. Und das fehlt uns definitiv noch in den eigenen Reihen. Und ich hoffe, dass wir das mit Kande Diawara finden. Ich werde das Video für euch verlinken, falls ihr euch das noch weiter anschauen wollt. Wie gesagt, wir wollen hier nur kurz in die Analyse gehen, was er denn für ein Spielertyp ist. Das erkennt man direkt klar raus. Schneller, Spitzen, Flügelstürmer, kann man im Endeffekt sagen. Der gerne mal in die Spitze läuft, sehr, sehr schnell ist, sehr, sehr agil auch und sehr, sehr variabel. So kann man das kurz abkürzen. Wie gesagt, wenn ihr ihn interessant findet, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wird es ja wahrscheinlich dementsprechend dann morgen vorgestellt, wenn Reingrieb heute vorgestellt wird. Eine Doppelvorstellung kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ja, und damit lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und damit, ciao Leute.